Herzlich willkommen bei In die Ferne. Ich habe mich bei meinem Minicamper Selbstausbau für ein autarkes Wassersystem entschieden, das mit einer manuellen Fußpumpe, einem selbstgebauten Wasserhahn aus Kupferrohr funktioniert und einem Frisch- und einem Abwassertank. Das Besondere bei meinem System ist, dass es ohne Strom funktioniert. Und zwar haben normalerweise Leute elektrische Wasserpumpen. Ich habe hier eine manuelle Fußpumpe eingesetzt, die ohne Strom funktioniert. Die Vorteile bei Fußpumpen sind, sie brauchen keinen Strom. Also wenn ihr jetzt eine manuelle Fußpumpe nehmt, die pumpen nicht einfach los. Sie machen nicht dieses fiese Geräusch wie die elektrischen Pumpen. Man hat die Hände frei, man muss nicht erst noch einen Knopf drücken, sondern kann auch die Wasserzufuhr ganz kleinteilig steuern und kann so Wasser sparen. Ja, und deswegen habe ich die verbaut. Ich erzähle euch heute, was genau ich hier alles bei meinem System verbaut habe, wie es aufgebaut ist, wie das funktioniert, wie ich damit zufrieden bin, wie mein Fazit nach 6 Monaten ist und den Rest habe ich mal wieder vergessen. Das war es eigentlich schon, da kam nichts mehr. Also das erste Teil des Systems ist der Wasserhahn, der besteht aus 13 mm Kupferrohr. Und zwar habe ich hier verschiedene Einzelteile genommen und die zusammengelötet. Das Ganze hatte den Grund, dass mir die Fußpumpe den Durchmesser des Schlauchs vorgegeben hat, den man da anschließen muss. Und dementsprechend brauchte ich ein Gegenstück beim Wasserhahn. Reguläre konventionelle Wasserhähne haben normalerweise eine Kalt- und eine Warmwasserleitung und ja, eine Mischbatterie angeschlossen und so. Und das brauchte ich ja hier alles nicht. Das heißt, ich brauchte nur eine Leitung und hatte einen bestimmten Durchmesser, den ich hätte eigentlich umwandeln, überbrücken müssen mit einem Zwischenstück oder so. Das wollte ich nicht. Das heißt, ich habe einfach die 13 mm genommen und habe mir angeguckt, wie man sowas lötet. Wenn ihr ein Video dazu haben wollt, wie man so einen Wasserhahn selber baut, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Dann baue ich euch noch ein und mache euch eine Anleitung. Ja, und ansonsten, das Ding kann man drehen. Ich habe hier dann einfach ein Loch in die Arbeitsplatte gesägt und da führt er auch durch. Hier oben drüber ist so ein Fitting, damit es hier oben aufliegt und nicht durchrutscht. Und dann führt es auf der anderen Seite zu dem Frischwasserschlauch. Und das Coole ist, an dem hier kann man auch noch ein extra Schlauchstück anschließen, weil manche Leute nämlich, das funktioniert sehr gut gerade, so, weil manche Leute nämlich gesagt haben, ist der nicht ein bisschen hoch über diesem Wasserbecken? Das habe ich bewusst so gemacht, damit ich mir hier drunter im Auto auf jeden Fall noch die Haare waschen kann, wenn es mal notwendig ist. Und dieses mit dem Schlauchstück verhindert man das, wenn man jetzt sagt, irgendwie das Wasser spritzt zu dolle rum oder so, dann kann man das hier in die Ecken halten. Und dann auch zum Beispiel nur bestimmte Stellen sauber machen oder wenn man Geschirr wäscht. Der zweite Teil des Systems ist die Spüle. Und zwar ist das eine ganz normale, so eine Haushaltsspüle von Ikea. Boholmen heißt das Modell. Und der Vorteil an dem Ding ist, die ist breit genug, da passt ein bisschen was rein und tief genug. Wenn man mal eine große Pfanne hat oder so, dann ist das beim Spülen nicht so unhandlich, wenn man nur so eine kleine Ausbuchtung hat. Außerdem kann man auch mal, wenn man faul ist, sein Zeug da drin einfach reinschmeißen und fahren, ohne dass die Sachen durchs Auto fliegen. Dann an der Spüle selber ist ein Abfluss angebracht. Da habe ich den zweiten Teil mit dem Siphon rausgenommen und habe dann einfach nur einen Schlauch gesucht, der an dieses Rohr passt. Ich habe das in der Roomtour schon mal erzählt. Das war ziemlich nervig und scheiße. Und die Lösung, die ich dann gefunden habe, also da müssen wir jetzt nicht da drunter klettern, sind ein flexibler Schlauch mit einem Durchmesser, der genau für dieses Abflussrohr passte. Das sind, ich glaube, 38 mm oder sowas waren das, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kriegt man auf jeden Fall im Baumarkt. So, und jetzt hatte man ja das Problem, wenn man das an das Abflussrohr anschließt und dann aber zu dem Abwassertank damit möchte, wenn man um die Ecke geht, fließt kein Wasser mehr. Meine Lösung war, hier ein bisschen Öl reinzumachen und einen etwas kleineren, aber stabileren Schlauch zu nehmen, der dann mit dem Öl einfach hier so reingeschoben werden konnte. So, natürlich kleinere Stücke, dass du halt auch um die Ecke gehen kannst. Und dann führte das Ende mit dem flexiblen Schlauch führt einfach in den Abwassertank. Das Schlauchstück, das vom Abwasserrohr hier lang führt, hier rauskommt, führt halt in den Abwasserkanister. Das sind 10 Liter. Der Kanister war ein Großgebinde von Spülmittel, den habe ich irgendwo auf der Straße gefunden. Ich habe in einer Woche 2 so Kanister gefunden. Den ersten habe ich falsch verschnitten, mit dem zweiten habe ich es dann richtig gemacht. Und zwar habe ich oben in den Deckel ein Loch
eine Lochdurchführung für den Abwasserschlauch gesägt, einfach mit einem Cuttermesser. Dann führt ein Schlauch von dem 13 mm, beziehungsweise, nein, ich habe falsch, ich habe Quatsch erzählt. Und zwar habe ich für den Kupferwasserhahn nicht 13 mm benutzt, sondern 12 mm. Und für den Schlauch habe ich 13 mm benutzt, denn der Schlauch muss ja um das Kupferrohr rum. So, 13 mm Gewebeschlauch. Von diesem 13 mm Gewebeschlauch führt, also da habe ich ein großes Stück gekauft, habe es in zwei zerteilt, ungefähr 1 Meter oder so Länge oder ein bisschen mehr als 1 Meter. Und dann führt ein Teil von dem Wasserhahn zur Fußpumpe. Und dann gibt es an der Fußpumpe noch einen zweiten Anschluss. Und der Anschluss führt dann in den Frischwasserkanister und das ist der hier. Somit sind Wasserhahn mit Fußpumpe, Fußpumpe mit Frischwasserschlauch verbunden. Und da das so eine Hubwirkung ist bei der Fußpumpe, pumpt es dann das Frischwasser erst bis zur Pumpe und dann von der Pumpe nochmal in den Frischwasserhahn. Beim Frischwasser habe ich mich für 20 Liter Kapazität entschieden. Ihr bekommt diese Kanister entweder im Baumarkt oder online, kostet auch nicht so viel. Und der Grund, warum ich mehr Frischwasser als Abwasser genommen habe, ist, weil ich mehr Wasser entnehme, zum Beispiel fürs Kochen, Trinken oder mal zum Putzen, als ich wieder zurückführe. Bei dem Kanister habe ich mich dafür entschieden, den auf jeden Fall zu sichern hier während der Fahrt. Das mache ich mit einem Spanngurt, den ich einfach zurechtgeschnitten habe. Und dann könnt ihr hier sehen, die Teile, der Spanngurt ist hier mit so einer Verzuröse einfach verbunden quasi und da auch nochmal und dann kann ich vorne zumachen. Hier oben gibt es eine Öffnung für den Frischwasserschlauch und auf der anderen Seite gibt es einen Hahn. Manchmal passiert es nämlich, dass man diesen Kanister zu voll macht und dann muss man erstmal ein bisschen Wasser wieder entnehmen und das ist über so einen Hahn einfacher und ich habe das Ding ja auch nicht quasi richtig rumstehen, sondern so seitlich gekippt mit dem Henkel zur Seite. Und wenn man jetzt das Teil super voll macht, kommt natürlich hier unten das Loch für das Frischwasser sehr viel früher, als hier noch Kapazität ist. Deswegen ist das manchmal ganz praktisch, dass man noch mal Wasser entnehmen kann. Bei meiner Konstruktion ist es so, dass ich immer darauf achten muss, bevor ich losfahre, den Frischwasserschlauch auch wieder aus dem Kanister zu entnehmen und die Öffnung zu verschließen, weil sonst das Wasser beim Fahren rausschwappt, wenn das Teil voll ist. Ihr hattet mir da schon vorgeschlagen, ich soll das so einen Stöpsel mit so einer Schlauchdurchführung nehmen. Das Problem ist allerdings, dass immer noch ein bisschen Luft auch reinkommen muss, damit das mit dem Druck funktioniert. Also normalerweise lösen das so Hersteller von Kanistern, dass da irgendwie noch mal so ein kleines Loch ist. Man hat das auch oft bei diesen Hähnen, dass dann da noch mal so ein kleines Luftloch ist, damit das Wasser überhaupt rauskommen kann. Und das ist zwar ein bisschen nervig, aber es ist okay. Das Kupferrohr für den Wasserhahn habe ich einfach im Baumarkt geholt, genau wie die Fittinge. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob die Mehrzahl Fittings oder Fittinger heißt. Ich glaube ja, es sind Fittings. Genau, Baumarkt. Genau wie den Lötbrenner und das ganze Zubehör. Dann die Fußpumpe habe ich im Bootsbedarf bestellt. Die kostet ungefähr 45 €. Wenn ihr die sucht, entweder ist sie in der Infobox verlinkt oder ihr googelt nach Baby Whale Foot Pump, dann müsstet ihr das finden. Die ist auch übrigens Trinkwasser geeignet. Ich zeige euch gleich nochmal genau, wie die im Detail aussieht auf der Rückseite. Und habe ich gesagt, dass es für Trinkwasser geeignet ist? Ist es auf jeden Fall. Da braucht ihr insgesamt 4 Schlauchschellen, 3 10 bis 22 mm Dicke und eine etwas größere, über 40 mm, weil ihr, also irgendwie, was ich, sagen wir mal 30 bis 40 mm für das Abflussrohr. Und der Rest ist einfach nur bei diesem 13 mm Schlauch. Da braucht ihr 2 für die Fußpumpe und einen direkt am Wasserhahn. Das war's. Dann wolltet ihr mal wissen, wie halte ich denn meine Kanister sauber? Den Frischwasserkanister halte ich mit so einem Multipack-Gebissreiniger sauber, kriegt ihr in der Drogerie. Und den Abwasserkanister, da denke ich mir jede Woche irgendwie was Neues aus. Manchmal nehme ich Universalreiniger und heißes Wasser, manchmal Essigreiniger. Leute haben mir schon empfohlen, das mit Sand zu machen, das ist mir zu aufwendig. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr eure Abwasserkanister sauber haltet. Das würde mich auch mal interessieren. Wenn das Teil mal stinkt, das kann halt vor allem im Hochsommer passieren, gerade wenn man nicht darauf achtet, Essensreste vor dem Spülen ordentlich zu entfernen. Immer wenn da Fett drin ist oder so, kann das dann, wenn es Hitze gibt und viel Sonne aufs Auto fällt, kann das schon mal stinken. Entweder häufiger entleeren oder besser vorspülen. Ich hätte es vorher selber auch nicht gedacht, aber das Wassersystem war das Teil am Ausbau, das mich die meisten Nerven gekostet hat, wo ich am meisten rumgefrickelt habe und wo ich wirklich froh war, als es endlich fertig war. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Wassersystem bei eurem Camper gelöst habt.
Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.